Wir haben Dänemark erreicht. Wir sind in der Nähe der Stadt oder in unmittelbarer Nähe der Stadt Ribe und befahren jetzt hier den Stell- und Campingplatz. Darüber möchte ich berichten und über die Umgebung hier. Herzlich willkommen dazu. Wir sind hier an einem Sonntagnachmittag angekommen, reserviert hatten wir nicht, sind als erstes in die Rezeption gegangen, die ist an der Zufahrt. Dort hat man uns dann diesen Platz zugewiesen. Hier sehen wir das Gebäude, in diesem Gebäude ist die Rezeption untergebracht. Hier bezahlt man im Voraus seinen Platz, wir konnten alles in Euro bezahlen. Hier kann man auch seine Brötchen für den nächsten Tag bestellen. Der Platz hat zwei Ebenen, wir stehen auf der höheren Ebene, dort sind die größeren oder längeren Plätze. Am nächsten Tag war das Wetter schöner, deshalb habe ich dann die Aufnahmen fortgesetzt. Man steht hier an einem Angelteich, oder es gibt nicht nur einen Angelteich, es gibt hier mehrere Angelteiche, aber man steht hier in diesem Fall an dem Angelteich in zwei verschiedenen Ebenen. Als wir uns für diesen Stellplatz oder Campingplatz entschieden haben, wussten wir nicht, dass das hier eine Hochburg der Angler ist. Aber das hat uns gar nicht gestört, im Gegenteil, es war interessant. Wir hatten auch einen guten Blick aus unserem Wohnmobil auf den Teich und so konnten wir alles verfolgen, was dort passierte. Das Ganze ist hier ja ein Ferienpark und so gibt es hier auch Ferienhäuser, die kann man anmieten. Überwiegend sind es dort Angler, die diese Ferienhäuser angemietet haben. Die gesamte Ferienanlage ist sehr weitläufig und es gibt auch unterschiedliche Ferienhäuser hier. Das Ganze ist nicht nur ein Stellplatz, sondern auch ein Campingplatz. Hier sind auch Wohnwagen und Zelte willkommen. Insgesamt hat der Platz 56 Parzellen. Davon ist der größte Teil bis 7,5 Meter Länge für Fahrzeuge bis 7,5 Meter Länge und 16 Plätze gibt es für Fahrzeuge bis 11 Meter Länge. Wir sind ja keine Angler, aber es hat uns schon interessiert, wie das Ganze hier abläuft. An der Rezeption gibt es eine Tafel, dort kann man alles nachlesen. Hier ist auch eine Preisliste. Man zahlt für eine Tageskarte, wenn man hier angeln will, 75 €. Aber man kann auch stundenweise hier mieten oder beziehungsweise buchen. Und 20 Stunden kosten dann 120 €. Dann gibt es noch eine Tafel, dort wird angezeigt, wie viel Fisch jeweils eingesetzt wird. Das sind zwischen 200 und 300 Kilo pro Tag. Es sind wohl ausschließlich Forellen, die hier eingesetzt werden oder reingeschüttet werden. Über so ein Rohr kommen sie dann ins Wasser. Ich werde später hier im Video noch zeigen, mit welchem Erfolg man hier Fische fängt oder Forellen fängt. Jetzt möchte ich dir ein bisschen was zeigen von der Anfahrt und der Umgebung. Unsere Anfahrt war einfach, wir sind Glückstadt gestartet, sind hoch Richtung Flensburg gefahren, dann nach Dänemark rein auf die 8 und dann die Bundesstraße und Nationalstraße 24 bis nach Ribe. Das waren rundweg 200 Kilometer. In Dänemark ist gut zu fahren, relativ wenig Verkehr, nur in den Städten und Ortschaften, gut, da ist ein bisschen mehr Verkehr, aber ansonsten relativ ruhig auf der Straße. Der Stell- oder Campingplatz war von der 24 recht einfach und schnell anzufahren. Wir haben uns mit den Rädern auf den Weg gemacht in die Stadt Ribe. Man kann sie allerdings auch zu Fuß erreichen. Die Stadt Ribe ist etwa 1 Kilometer bis 1,5 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Ribe ist die älteste Stadt Dänemarks und hat einen mittelalterlichen Stadtkern. Viele Gebäude hier in der Stadt sind aus dem Mittelalter und denkmalgeschützt. Die Stadt hat einige Sehenswürdigkeiten, dazu gehört der Dom, das Wikingermuseum und das Kunstmuseum und noch weitere Sehenswürdigkeiten. Die Stadt ist auch vom Tourismus geprägt. Wenn man hier in die Stadt geht, dann sieht man hier auch viele Touristen und Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, wie es immer in solchen Städten ist. Allgemein heißt es ja, die Preise sind höher als in Deutschland. Ich habe zum Beispiel gesehen, hier eine Pizza kostet hier zwischen 10 und 15 €, also ähnlich wie in Deutschland. Man muss auch wissen, die Mehrwertsteuer ist hier höher als in Deutschland. Man zahlt hier 25% Mehrwertsteuer. Dänemark ist natürlich auch gut geeignet für Radtouren.
Wir waren natürlich wieder unterwegs auf Geocache-Tour, aber man muss kein Geocache hier machen. Man kann auch andere Dinge hier abfahren, zum Beispiel direkt ans Meer fahren. Das sind circa 5 Kilometer vom Campingplatz aus. Ein schönes Ziel ist die Schleuse direkt am Meer. Dorthin führen Fahrradwege, gut ausgebaute Fahrradwege durch eine schöne Natur. Was wir auf unserer Radtour dorthin gesehen haben, es gibt noch einen Stellplatz direkt in der Nähe der Schleuse. Dieser Stellplatz gehört zu einem Restaurant, wo man sich auch anmelden kann oder muss. Oder man kann das über einen QR-Code machen, der hier an diesem Schild zu sehen ist, und sich dann anmelden und die Schranke öffnet sich dann. Der Platz kostet 22 Euro. Andere Sachen wie Strom, Dusche und so weiter müssen zusätzlich bezahlt werden. Es soll Platz geben hier für 30 Mobile. Es können auch größere hier stehen. Ob es hier eine Parzellierung gibt, das konnte ich so auf Anhieb nicht erkennen. Jetzt sind wir bei der Schleuse. Sie dient einmal als Schutz vor einer Sturmflut, aber zum anderen auch zum Schleusen für Schiffe, wenn es unterschiedliche Wasserhöhen gibt. Wenn man oben auf der Schleuse steht, hat man einmal einen Blick ins Landesinnere. Und man hat eine schöne Sicht Richtung Meer. Direkt vor der Schleuse gibt es eine Zugbrücke, die kann man mit dem Fahrrad und auch mit dem Auto überqueren, allerdings nur bis maximal 2 Tonnen. Man kann gut mit dem Fahrrad am Deich entlang fahren, die Fahrradwege sind gut und auch gut ausgeschildert. Und hier und da gibt es dann die Möglichkeit, über den Deich zu schauen. Dort sieht man dann das Deichvorland. Das sieht ähnlich aus wie bei uns zu Hause an der Nordsee. Hier weiden dann die Schafe und sorgen dafür, dass der Deich in einem guten Zustand bleibt. Sandstrand wie in anderen Regionen von Dänemark gibt es hier nicht. Dann gibt es ja einige Inseln hier vorgelagert vor dem Festland und dazu gehört auch Manø. Manø ist verbunden über einen Damm mit dem Festland. Man kann hinfahren, aber mit dem Fahrrad haben wir festgestellt, ist das fast unmöglich, da es sehr schlechte Strecke ist und alles nur Schotter ist. Es sind circa 10 Kilometer bis zur Insel hin. Man kann mit dem Auto hinfahren, aber man muss natürlich das Hochwasser beobachten bzw. muss die Tidezeiten sich vorher anschauen. Für uns ging es wieder zurück auf feste Straße entlang des Deiches und da haben wir was gesehen, was vielleicht auch interessant ist. Und zwar kann man von hier aus mit einem Traktor und einem Anhänger dahinter, wo Personen befördert werden können, auf die Insel Manø fahren. Wer Interesse hat, im Internet findet man dort mehr Informationen und auch den Fahrplan. Es gibt ja auch einen Parkplatz, wo man parken kann, auch wo man mit Wohnmobilen parken kann. Aber übernachten darf man meistens nicht. Habe ich häufiger gesehen in Dänemark, dass dort dann Schilder stehen, übernachten auf solchen Parkplätzen ist nicht erlaubt. Zurück ging es dann wieder zum Campingplatz, wo ich das jetzt hier gerade sehe. Rita fährt mit Fahrrad. Wir haben den Sattel jetzt etwas niedriger gestellt. Einige hatten ja geschrieben in den Kommentaren, dass Ritas Sattel zu hoch eingestellt ist. Die Fachleute werden jetzt ja vielleicht beurteilen können, ob das so richtig ist. Wir haben Anfang Mai, das Wetter ist sehr schön, allerdings ist die Luft noch sehr kühl, sodass man immer eine Jacke anziehen muss, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Jetzt noch einige Informationen zum Platz. Und zwar gibt es hier Toiletten und Duschen. Hier sieht man das Gebäude. Dort kann man duschen und auch die Toilette nutzen. Toilette ist kostenfrei, Duschen muss bezahlt werden. Man muss sich dann an der Rezeption eine Karte holen, wie eine Kreditkarte. Dort sind dann 7 Euro aufgebucht und dann kann man die Dusche nutzen. Es gibt dort einen Kartenleser, dort schiebt man die Karte ein und man kann dann entsprechend eine Zeit warmes Wasser bekommen und duschen. Man sieht hier auf der Preisliste, hätte ich beinahe gesagt, sieht man den Preis. Und hier sehen wir diesen Kartenleser. Ich bin hier am Wassertanken, deswegen steckt meine Karte jetzt hier in dem Kartenleser drin. Und da sieht man dann auch, wie viel Zeit man noch drauf hat, um Wasser zu tanken.
Jetzt geht es nochmal zum Thema Angeln. Und zwar haben wir Nachbarn kennengelernt, Camper, die jedes Jahr hierher kommen zum Angeln. Und in diesem Jahr ist die Ausbeute groß, so wie man hier auf dem Rasen oder auf dem Gras liegen sieht. Ja, das ist schon. Wir sind jetzt das dritte Mal, ja. Also wir sind das erste Mal. Wir sind keine Angler, wir sind also Durchreisende. wir kommen fürs Angeln hier. Also Ja, die eine Woche, die wir uns gönnen im Jahr. Ja, das ist doch schön. Ja. Sieht gut an, ja. Wir haben ja keine Ahnung vom Angeln, aber wir essen gerne Fisch. Und von daher haben wir natürlich die beiden die Frage gestellt, ob sie uns da von den Fischen vielleicht ein oder zwei verkaufen. Es handelt sich um Lachsforellen und die erreichen ein Gewicht zwischen 5 und 8 Kilo. So hat man uns hier erzählt. Das Ganze hat auch seinen Preis. Man zahlt für 20 Stunden Angeln 120 Euro. Natürlich muss man nicht die 20 Stunden in einem Stück angeln, sondern kann das mit Unterbrechungen machen, muss das dann angeben. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten oder andere Zeiten. Das heißt, man kann eine Stunde oder 2 Stunden kann man angeln. Man kann sich eine Route hier mieten. Man kann mit einer oder auch mit 2 Routen angeln. Die Nachbarn, die beiden Camper, sind mit dem Wohnmobil hier und der Fisch wird hier auch gleich verarbeitet. Das werden sie uns gleich zeigen in ihrem Vorzelt. Stellt euch beide doch mal vor. Du bist der? Hi, ich bin der Michael, ich bin der angeheiratete Onkel von Basti. Ah ja. Hi, ich bin der Sebastian und ich bin der Neffe quasi von Michael. Ja, schön. Schön euch kennengelernt zu haben hier. Und ihr seid jetzt dabei hier, die Fische habt ihr filetiert, haben wir gerade. Genau, wir waren gerade beim Schlachten und jetzt müssen wir quasi die ganzen Filets, die wir haben, also vakuumieren und danach in den Froster werfen. Ja, okay. Dann gucken wir mal weiter. Genau. Also das ist jetzt eine komplette Forelle, so wie ihr sie gefangen habt. Genau. Habt ihr sie ausgenommen? Einmal ausgenommen, einmal die Nieren rausgenommen quasi und einmal die Kiemen entfernt. Ja. Gerade wenn man den Fisch dann fertig machen möchte im Backofen oder räuchert, beim Räuchern versauen die Kiemen das Räuchern quasi, weil die sich auflösen und einen bitteren Beigeschmack quasi dem Fisch beibringen. Ja. So, jetzt haben wir hier quasi unseren Vakuumierer. Wollen wir noch mal? Wenn man das jetzt so aufbewahrt, ohne einzufrieren, wie lange hält sich das? Kann man da was sagen? Das ist frisch. Das ist frisch. Boah. Ich würde nur sagen ein paar Tage. Ja, okay. 2, 3, 4 Tage maximal. Maximal. Also eingefroren, ein bisschen ja, gar kein Problem. Vakuumiert, ordentlich vakuumiert, ein bisschen ja. Ja. Aber frisch, ja, ein paar Tage und dann würde ich schon den Fisch maximal dann schon einfrieren, wenn der nicht verzehrt wird. So, jetzt haben wir 2 kleine schöne Filets. Genau. Ja. Die Größe der Filets hängt immer davon ab, wie groß der Fisch auch letztendlich. Richtig, genau. Das ist jetzt quasi genau ein Fisch gewesen. Ja. Man kann sagen, dass man quasi aus einem 3 Kilo Fisch kriegt man ungefähr 1,5 Kilo Filet, ungefähr. Wenn überhaupt die Hälfte, ungefähr. Ja. Was würde das im Geschäft kosten, wenn ich jetzt diese beiden Filets so kaufen würde? Kann man da was sagen? Ja, mit Sicherheit, da müssen wir mal gucken. Also ich sag mal, Lachsforelle nicht geschlachtet kostet im Schnitt so um die, je nach Saison, 25 Euro. 23, 25 genau. Euro. Irgendwo da in dem Aber Bereich. kein Filet. Also das Filet ist dann schon noch eine Ecke teurer. Ja, okay. Wenn man es dann haben möchte. Ja. Muss ich mal die Folie geben? Wolltest du beide zusammen? Ja. Möchtet ihr beide Folien? Mach mal beide rein, das ist entscheidend nachher die Warte, Hausfrau. stopp. Wenn ihr das über. Also wir wollen morgen schon davon essen. Ja, das könnt ihr. Und das sieht gut aus, ja. Das ist euer Fisch. Dankeschön, ja. Ja, sieht sehr gut aus. Ne? Da kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Einmal schön für die Pfanne oder für den Grill oder Ja, einfach genau. nur ein bisschen Alufolie drum und Ja. ein bisschen schön garen und den im Backofen garen.
hervorragend. Ja. Spitzenqualität, halt typisch dänische Forelle. Ja, wunderbar. Ja. Ich sage an euch beiden vielen Dank. Sehr gerne. Wünsche euch noch weiterhin hier einen schönen Aufenthalt. Und ja, irgendwann kreuzen sich vielleicht unsere Wege wieder. Ja, bestimmt. Man sieht sich immer zweimal. Genau. So ist es. Dankeschön. So ist es. Sehr gerne. Schönen Abend. Ciao. Also, ciao. Wir haben die Forellenfilets dann am nächsten Tag in der Pfanne gebraten. Sie haben uns wunderbar geschmeckt. Noch einige Informationen zum Platz hier. Der Platz ist ganzjährig geöffnet. Es gibt unterschiedliche Preise je nach Saison. Zwischen 150 und 200 Kronen, also rundweg zwischen 20 und 30 Euro. Und Hunde sind hier erlaubt. WLAN gibt es auch. Es gibt ja hier mehrere Teiche oder Seen, kleine Seen, und man kann hier rundherum spazieren gehen. Auch Rita ist hier auf ihre Kosten gekommen mit ihrem Hobby Geocaching. Wir haben einiges hier abgefahren und Geocache gefunden. Nach 4 Übernachtungen ging es für uns dann weiter. Und zwar soll es weitergehen in den Norden von Dänemark. Dazu aber mehr im nächsten Video. Wir haben dann hier noch End- und versorgt, war kein Problem, funktioniert alles einwandfrei. Jetzt zum Schluss habe ich noch einen Wunsch. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn ich habe festgestellt, es gibt viele Zuschauer, die Hälfte fast, die nicht den Kanal abonniert haben. Und ja, da gibt es ja dann die Möglichkeit, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Die Abonnentenzahl ist für mich eine Anerkennung für meine Arbeit, die ich mit diesen Videos hier mache. Und deshalb dürfen es gerne noch mal ein paar mehr werden. 100.000 sind es ja schon. Das soll es aber mal wieder gewesen sein. Wie immer sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.